32 Angler, 16 Boote, Richtig geil, Alter. 9 Nationen, 3 Zielfische, 2 Zonen Oh, das ist so böse, ey. und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot, und der Anglerschmiede, dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe YPC-Fans und willkommen zur 12. Folge des diesjährigen YPC Boat. Heute entscheidet sich, welche beiden Teams aus Gruppe B sich durchsetzen und Nace und Rapala ins Halbfinale folgen. Bisher konnte allein Westin die Karte voll machen und führt die Tabelle an. Dahinter folgt Quantum mit Henry Fiss und Gerald Vierhaut. Die beiden Niederländer haben sich bis hierhin sehr stark präsentiert und benötigen 4 Stunden vor dem Ende nur noch einen Hecht für die Full Card. Auch B1 braucht davon noch einen. Wenn sie jedoch ihre Chance aufs Weiterkommen wahren möchten, müssen Frank und Paule aber außerdem die fehlenden Zander fangen. Immerhin, das ist dem derzeitigen Schlusslicht Humminbird schon gelungen. Fred und Luis sind momentan aber noch recht weit abgeschlagen und brauchen eine sehr gute zweite Tageshälfte für die nächste Runde. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Karte, um nachzuvollziehen, wo sich die Teams momentan befinden. Humminbird fischt nach einem kurzen Intermezzo im HD jetzt wieder in der Dortschen Kiel. B1 angelt nach wie vor das Nordufer im östlichen Hollandsdiep ab. Quantum und auch Westin hingegen bleiben aktuell dem westlichen Hollandsdiep treu. Hallihallo zum zweiten Teil, nämlich zum Nachmittagsfischen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, nachdem es wirklich ein bisschen Seife kauen war, auf der 6 Meter, 7 Meter Kante auf Zander, hat zwar 2 Fische gebracht, wir haben eine volle Karte. Werden wir jetzt etwas flacher gehen, so zwischen 3 und 5 Meter. Ich fische einen etwas flachlauferen Gummifisch mit einer ziemlich kräftigen Hechtroute, wo man beides fangen kann, sowohl Hecht als auch Zander. Und der André, Den Freund, den ihr schon kennt. und so decken wir quasi beides ab. Der eine etwas flacher, der eine etwas tiefer. Und gerade jetzt, wenn so viel Wind kommt, da sind die Fische gerne mal bereit, auch mal einen kleinen Sprung nach oben zu machen, um sich einen leckeren Happen zu holen. Ich fische ja wieder unseren Megabite Deep Runner. Werf den gegen den Wind und versuche den wieder so weit wie es geht auf Tiefe zu bringen, dass ich richtig schön den Boden spüre. Rutenspitze wieder unter Wasser, das kennt ihr ja schon von uns. Normalerweise fische ich die Crankbaits natürlich mit einer Casting-Kombo, aber wie auch schon das letzte Mal erwähnt, hier mit einer Spinning, weil ich einfach mehr Wurfweite hinbekomme und den Köder tiefer bekomme. Es ist eine dünnere Schnur, die Rute ist länger, ich kann die Spitze unter Wasser bringen und somit komme ich auf Tiefe und kann richtig schön Radau machen am Boden, dass ich die Jungs mal wachrüttel. So, jetzt sind wir am Barschspot angekommen. Zur Überraschung, CWC ist hier am Trainieren. Ein paar Meter weiter. Wir werden jetzt da lang driften, aber die müssen uns leider gleich Platz machen. Das ist in den Regeln geschrieben, dass wenn ein Boot, was gerade das Turnier fischt, kommt, müssen halt die anderen Teams, die am Trainieren sind, die fischen erst morgen, uns Platz machen. Ich hoffe, die haben Verständnis dafür. Ich hoffe, die haben nicht den Bereich auch schon abgefischt. Das wäre sehr ärgerlich, wenn wir jetzt hier über deren Asche unsere Köder lang zuppeln. Yes! Sobald wir uns hier den Jungs genähert haben, haben sie auch sofort den Außenborder angemacht und machen uns jetzt Platz. Sehr nett. Thank you, CWC. Hoffen wir mal, dass wir uns ein paar Fische hier übrig gelassen haben, dass die uns hier alle Barsche weggefangen haben. Naja, das kann natürlich immer so sein. Lieber, wir wissen das jetzt auch, dass der Spot schon abgefischt wurde und probieren den noch mal kurz, als dass wir hier eine Stunde später kommen und nicht wissen, dass der Spot schon komplett abgeangelt wurde. Wir werden hier ein paar Würfe machen, ganz kurz. Wir haben heute nicht viel Zeit.
und versuchen hier einen Barsch zu bekommen. Wir versuchen jetzt einfach die Drift im Flachwasser zu machen, mit Chatterbaits durchzuarbeiten und hoffen da auf Zander und Hechte. Wir brauchen insgesamt ja noch 3 Fische, ein Hecht und 2 Zander. Vielleicht, also wir müssen ja Risiko gehen hier. Wir haben hier schon im Kraut größere Zander gefangen und Hechte, also Beifang ist dann Zander und das ist jetzt unser Plan. Also ich glaube nicht, vielleicht fahren wir noch mal zur Kante, aber da sind in der Regel die kleinen Zander und die werden uns wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Wir haben jetzt schon ein bisschen mehr Wind und der Frontmotor, wir haben den auf Kursfixierung eingestellt. Da fahren wir jetzt die Kante entlang und werfen. Wir hatten schon 1, 2 Kontakte gehabt, aber leider noch kein Fisch an Bord in der letzten Halbzeit. Also drückt die Daumen, Leute. Wir geben alles. So we're here on another spot. This is the spot where we were in the morning as well, where we had 1 follower. And hopefully the wind is picking up now, and hopefully that helps to activate the pike a little bit more. This is a pretty big area, so I'm confident there will be some pike here. So also on this spot the water is more clear than the previous spot. So I like that more, because also the pikes like clear water, because they are hunting on site. So if they can see more, then they can easily grab your lure. And I fished with a different lure than I fished on this spot before. So I choose for the pike cheddar, nice lure with the BS shed on the trailer hook, and you can fish it really slow. And I like it to have some different action bait, because we already fished this spot, so maybe they like another action more at the moment. So let's give this one a try. Humminbird konzentriert sich erwartungsgemäß voll auf die Barsche. Quantum hat den fehlenden Hecht im Visier und die beiden anderen Teams lassen sich auf der Suche nach Zander und Hecht erst einmal treiben. Der Wind macht es einem nicht wirklich leicht, und vor allem wenn man bedenkt, der Wind drückt uns eigentlich so ran, und ich versuche uns mit dem Boot quasi parallel zu halten, dass wir so ein kleines bisschen driften nach vorne und immer so entlang der 3 Meter Linie. Also die Segler unter euch, die wissen, was ich jetzt mache, ist nicht ganz so einfach, aber wenn man das halbwegs hinkriegt, dann gibt es eine richtig schöne Drift. Leider haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Kraut als erwartet, aber das Kraut beginnt auch abzusterben, also müssen wir jetzt Ecken finden, wo das Kraut nicht ganz so dolle dicht ist und braun, weil das frisst nämlich Sauerstoff bei dem Verrottungsprozess, und wir brauchen Kraut, was Sauerstoff produziert, denn da halten sich die Fische auf. Aber das fängt jetzt so langsam an kaputt zu gehen, und deswegen muss man sich ein bisschen davon entfernen, und da hoffe ich auch auf die ein oder anderen Fische. Ich stehe nach wie vor noch vorne in der Spitze und werfe hier meinen tieflaufenden Crankbait. Habe jetzt nur mal die Seite gewechselt. Ich habe die ganze Zeit in die Abdrift geworfen. Jetzt werfe ich mal in die Andrift, einfach, dass er von der anderen Richtung kommt. Vielleicht macht das was aus. Und du kannst weiter schmeißen. Und ich kann weiter schmeißen, weil ich Rückenwind habe. Es ist viel entspannter für mich. Das Krasse ist, wir beide, ich habe gerade dem André auch noch mal gesagt, ich habe das Gefühl, wir machen nichts falsch. Wir machen komplett alles richtig. Leider werden wir nicht mit Fischen belohnt. Also die Drift ist geil. Wir sehen immer wieder Futterfische. Er hat sogar auch immer wieder mal den einen oder anderen kleinen Barsch, der hinterherkommt. Also alles Indizien, dass die Fische hier sind. Und wir müssen eigentlich wirklich auf den, im wahrsten Sinne des Wortes, Lucky Punch hoffen, dass ein guter Fisch einfach irgendwie der Köder ihm zu bunt wird und ihn dann einfach packt. Der Wind steht auch noch hier auf diese Bucht. Also es kann eigentlich nicht besser sein. Ein bekannter Angler hat mal zu mir gesagt, Wind ob der Kant, Fisch in der Hand. Und der Wind steht hier auf diese Bucht. Also werden wir bald den Fisch in der Hand haben. Wer wird das wohl gewesen sein? Ich kenne den. Während Westin zumindest in der Theorie alles richtig macht, regen sich bei Humminbird erste Zweifel. How long you want to stay here? Let's say we'll make a couple of more casts. Okay. We need a big perch.
Yeah, we need big perch. Huh? We need big perch. If we go to the river, then I think there's River, no time more to go back. Huh? Then it's no time to go back. Then we need to What fish. do you mean? Yeah, we're gonna die there? Not that we're gonna die, but this is now the decision. If we go there, it's losing time. If we go back and want to fish a spot Yeah. here. So, Yeah, but so far we don't produce nothing there. yeah, And according to the tide, that was our best moment. yeah. Die Zeit rennt. Trotzdem entscheidet sich Humminbird früh, noch einmal eine lange Fahrt in die Meerwede anzutreten. B1 hält dagegen erstmal an der ursprünglichen Strategie fest. Schnelle Drift. Mal. Wir machen mal eine Drift. Eine schnelle Drift. Also Rinnen machen können wir den Boogie, aber erstmal noch nicht anmachen. Wir sparen. Wir sparen jetzt. Treiben jetzt flussabwärts mit dem Wind. Mal gucken, ob das passt. Wir haben eine ganz schöne Drift. Bräuchten wir ist fast natürlich ganz schön schnell Ja. jetzt. Ne? Aber gut, wir werfen ja mit dem Wind und können dann mit dem Kurbel nicht richtig stellen. Powerangeln ist jetzt angesagt. Power. Must be a pike somewhere here. Yeah. Whoa, yeah. Okay. Whew. So. Finally, it's Yeah, 70. But better than no pike. Not a big one, but we're very happy. Yes. Never been so happy with that small pike. Yeah, we have a full cart. Now Okay. we can go upgrade. Yeah, but this is good. Full cart is good. Yeah, gives a good feeling. Yeah. Ein weiteres Mal geht der Plan von Hendry und Gerald schnell auf. Quantum erledigt die Pflichtaufgabe und übernimmt gleichzeitig die Tabellenführung. Nach dem Full-Card-Hecht gibt es allerdings auch kleine Verluste zu vermelden. Full cart, so very happy with that one. I got it on the Freak of Nature perch. It took the pedal tail, but let's go for a bigger bait now because we have to upgrade our pikes. So I will stay close to this color because that worked, a little bit natural. And now I have the Freak of Nature Zender. It's a little bit longer, so bigger profile. And let's see if we can catch a bigger one on this one. I swapped the chatterbait. I had one strike on it, but now I switched to the Freak of Nature Tench, the deep going version, so the heavy one. But it's still, yeah, it's heavy, but you still can cast it. So, and have a really nice action and also a natural color. So let's get a bigger pike. Wir haben den Spot wieder gewechselt, fischen jetzt beide mit tieflaufenden Crankbaits, versuchen den so weit wie es geht auf Tiefe zu bringen, um hier nochmal einen besseren Zander zu kriegen. Eventuell geht hier auch mal ein Hecht noch, hoffentlich ein dicker. Und wenn das auch keinen Fisch bringt, versuchen wir es nochmal mit Jiggen dann. Da nochmal den Zander abzugraden. Wir müssen unbedingt den 44er noch rausbekommen hier. Dass ich bis dato 3 Bisse habe am HD und bis dank OF bin ohne Fang, puh, das ist mir so noch nicht untergekommen. Und wir angeln echt auf Zander. Das heißt nicht, dass ich sage, okay, ich mache mal hier und dies und das und jenes, sondern wirklich auf Zander, das ist schon, man sieht mich grübeln. So Freunde, wir machen jetzt einen krassen High-Risk-Move. Und zwar sind wir jetzt im Fluss gefahren, haben wir überhaupt nicht trainiert, brauchen aber halt noch die dicken Barsche. Wir werden jetzt hier Spots anfahren, die wir halt kennen. Das ist jetzt ein bisschen Gepokere heute, weil wir haben jetzt natürlich ein bisschen Zeit verloren, hier in den Fluss reinzufahren. Falls das hier nicht aufgeht, bräuchten wir extrem viel Zeit, um wieder zurückzufahren. Aber im See, im Hollandsdieb, da sind wir uns nicht sicher, ob wir die Barsche bekommen. Und die sind extrem wichtig, um überhaupt eine Chance zu haben. Deswegen versuchen wir jetzt hier die Karte voll zu machen an Spots, die wir wirklich nicht trainiert haben. Das wird jetzt crazy. Also, it have to be crazy or not, Fred. On the easy way, everyone
can win it. We need a little bit luck today. A little bit, or maybe a lot of luck. Humminbird backt erstmal etwas kleinere Brötchen, aber auch für die anderen Teams läuft es zäh an, mit einer Ausnahme. Yes. Oh, fuck. Oh. I just get a very hard bite. I could see the pike. It was around 1 meter. Big one, but I lost it on the Freak of Nature Zander. I don't know what happened, but it feels like a pretty hard bite. I set the hook, but that's fishing. You can't catch every bite. But there was definitely a really big pike, so let's go on. Ja, wir wechseln jetzt nochmal, wir fahren jetzt nochmal gegen den Wind hoch und lassen uns nochmal runterdriften. Werden jetzt nicht nervös im Prinzip die letzten 3 Stunden, sondern angeln jetzt, versuchen viel den Köder im Wasser zu halten. Das ist jetzt unser Rezept für die letzten 3 Stunden. Kann immer noch alles möglich sein, Leute. Auch Köderwechsel machen wir jetzt nicht mehr so oft. Wir haben, ja, zum Boot noch mal zu sagen, so eine Gimmicks wie so eine Organizer zum Beispiel sind ganz gut bei dem Modell. Hier haben wir die Möglichkeit, Ruten zu verstauen, ein Messer, eine Zange, hier noch mal ein paar Köder. Also diese kleinen Sachen zum Boot machen es nachher auch aus. Ja, kommt an Bord, Leute, wir freuen uns auf euch. Ja. Bis später. Am 18.05. ist Vatertag. Rauchen ab Vatertag, wenn die Frau nichts mitbekommen soll. Auch ideal zum Grillen. Wer braucht schon eine Grillzange? Feuerzeug vergessen? Gar kein Problem. Das kann so hoch. Natürlich auch zum Fische abhaken. Unsere Vatertagsaktion vom 18.05. bis zum 21.05. Für 50 € einkaufen und eine LMAB Doppelgelenkzange gratis sichern. Alle weiteren Infos zur Aktion findet ihr direkt in der Videobeschreibung. Dein Boot. B1 Bootsmanufaktur. Schade. Unser Barschspot ist leider belegt mit 3 Uferanglern. Und wir können haben überhaupt keine Chance. Wir sind ein bisschen mal näher rangefahren und dann haben sie sofort in unsere Richtung geworfen. Also die finden das auf jeden Fall nicht cool, wenn wir uns denen nähern. So. Next one. Next spot. Hier ist kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Schon der zweite Spot, den Humminbird nicht so befischen kann wie gewünscht. Und während unterm Boot alles ruhig bleibt, drohen nun plötzlich Attacken auf dem Boot. Can you check if is there a wasp or something like that? No, I don't see. Some wasp landed on me and I don't know where it is. Okay. Kurz Pullover ausziehen. Just to double check. Keine Wespe. Oh, das ist wirklich nicht das Angeln, was ich mag. To do something when you are not really sure about the plan. It's a fishing that I really don't like. Sind wir die drin? Fisch, oh, ab! Ey, das ist doch heute nicht normal. Dann
Warum hängen denn die heute nicht? Schöner Fisch, scheiße. Ah. Gut, weiter. Anschlag hat eigentlich gesessen. Ja, Tournament mäßig weg. Hier mal, jetzt hatten wir 2, 3 Fehlbisse. Vorher ohne Trailerhook gefischt, jetzt mag ich mal einen ran. Sicherheitshalber. Ich komme. Oh. Ja, da ist er. Barsch. Ein großer Barsch. Ich mach weiter. Jo, mach mal weiter. Komm, richtiger Barsch, Alter. Freu dich. Geil. Richtig geiler Barsch. Gut, der verbessert uns auch erstmal. Zack. Über 43. Oh, was für ein Moppel. Paul, geil. Komm. Fisch ist Fisch. Jo. So ein Barsch, ey. So ein Barsch. Richtig cool. Ein richtig schöner Fisch, der B1 aber punktemäßig nur marginal weiterhilft. Zander und Hechte müssen her, aber vielleicht kann das Erfolgserlebnis wenigstens das Selbstvertrauen für die letzten 2 Stunden noch einmal pushen. Dietmars Durststrecke dauert derweil an. Ja, Dropshot ist eine Option. Ich versuche immer so ein kleines bisschen hier um die Struktur der Boje rumzufischen. Man sieht immer wieder mal Fische am Boden liegen. Also verkehrt ist es nicht, aber fressen wollen sie nicht. Und ich mache es nicht anders, als den Köder einfach rausschmeißen, noch etwas Schnur geben, dass er wirklich absinkt. Wir haben es da so auf 7,5, knappe 8 Meter. Kommt am Gewässerboden an und dann ziehe ich ihn ganz langsam. Das komplette Rig ziehe ich dann über dem Gewässerboden. Versuche es nicht anzuheben, sondern einfach nur, dass das Gewicht über dem Gewässerboden schleift, quasi so eine kleine Rinne in den Sand zieht und dann die paar Zentimeter oberhalb ist dann der Gummifisch quasi lose und schwebt dann eigentlich und kann von den Fischen wirklich absolut problemlos eingesaugt werden, wenn sie da Bock drauf haben. Das ist die Dropshot-Route dafür. Hat ein bisschen mehr Rückgrat mit 21 Gramm. Also ich fische jetzt hier auch 20. Sollte man auch schon eine entsprechende Route nehmen und nicht so eine Winkelpicker, wo die Spitze extrem weich ist und man zieht quasi das Gewicht über dem Boden. Man merkt den Biss gar nicht. Irgendwie ist alles ziemlich krumm und schief und da hat man weniger Probleme mit der Dropshot-Route. Aber ich werde noch mal einen Gummifisch probieren. Ein bisschen aggressiver jiggen. Ich habe jetzt ganz ruhig gefischt. Mache ich doch ein bisschen aggressivere Bewegung. Vielleicht klappt das ja. Also ihr seht, ein bisschen Hilflosigkeit macht sich bei mir breit. Und tja, da kann man halt nichts machen, außer auf den einen Tock, der kommt, hoffentlich kommt, zu warten. Und ich bin ja immer zuversichtlich. Der kommt ganz bestimmt. Didi spricht sich also Selbstmut zu. Die Ermutigungen bei Quantum erscheinen im Vergleich etwas handfester. Yeah. Oh, fuck! Damn it. Had a bite. See the scars? It was a new one, so... Man, on that spot most of the time it's a big one. And also on this lure, yeah, then you also expect a big pike, so... Yeah. Okay, let's move on to another spot. Yes, and then maybe it's a good idea to come here back, because we had 2 good bites. Yeah, really. You had a really good one. Yeah. So maybe we can get that bastard by end of the day. Give them some rest and come back later. Yes. Yeah. Okay, let's go. Wie du viel einfacher an einen 50-Euro-Gutschein kommst? Wenn du jemanden in deinem Freundeskreis hast, der unbedingt einen Angelschein machen möchte, dann zeig ihm doch die Vorbereitungskurse auf anglerschmiede.de. Und für jeden deiner Freunde, der einen Kurs belegt, erhältst du einen 50-Euro-Gutschein in unserem Shop. Alle weiteren Infos findest du hier unten in der Videobeschreibung. Klick einfach auf den Link.
Ja. I don't know. We're not good in finding perch, so maybe we use the wind and go for pike. Ja. I think this makes more sense. Das ist leider überhaupt nicht aufgegangen, die Flussangelei. Shit. Jetzt müssen wir zurückfahren und verlieren wieder Zeit. Mann, 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 Mann. Nach einer langen und erfolglosen Flussfahrt auf der Meerwede überquert Humminbird das gesamte Hollands Diep und ist insgesamt über 1 Stunde unterwegs. Quantum fischt ganz in der Nähe der Slippe. Westin ist auf dem Weg ins mittlere Hollands Diep, wo B1 sich bereits befindet und die Hornet noch einmal ein Stückchen versetzt hat. Auf den ersten Blick scheint der neue Spot gar nicht so verkehrt. Hecht. Hecht, ja? Komm, Hecht. Mann, den brauchen wir. Das ist ein Zeichen. Ja, die sind hier, die Dinger. An der Kante wird geschleppt, da kam jetzt auch schon ein Barsch und ein Hecht jetzt hier hinten. Von den Hybrider-Jungs. Die sind natürlich auch on fire und trainieren für morgen. Die haben ja auch schon ja nicht so schlecht abgeräumt den ersten Tag. Also, wie gesagt, Fisch ist definitiv hier. Wir müssen bloß hinkriegen, die Fische zu fangen. Wir sind am neuen Spot angekommen. Ist so eine Kante, die geht von 5 auf 7 und von 7 auf 9 Meter ist so wie eine Stufe noch, oder wie 2 Stufen besser gesagt. Jetzt haben wir noch 1,5 Stunden und wir versuchen immer noch den einen größeren Zander zu fangen. Aber es ist richtig schwer heute. Bedingungen sind immer noch top. Keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Fisch ist da, aber sie wollen nicht beißen. Ich denke, das habt ihr bei den anderen Teams auch schon gehört, die die letzten Tage hier waren zum Fischen. Das ist echt eine zähe Nummer am Hollands Diep. Wir geben nicht auf. Durchhalteparolen bei allen Teams, aber was bleibt ihnen auch anderes übrig? Trotz bester Bedingungen und geballter Expertise bleiben die Fische weitestgehend trotzig. Vor allem die Comeback-Erfahrenen auf den hinteren Plätzen müssten zeitnah einen Stich setzen. Fisch. Fisch. Oh, Schluck. Barsch schon wieder. Okay. Barsch. Petri. Petri, Barsch, immerhin. Barsch, ein Fisch. Barsch. 37, ja. 36. 36er Barsch. Eine Verbesserung. So, der geht sofort zurück und machen wir mal Quick Release. Hopp. Okay, we tried a new spot for a while now. No reaction yet, but I've seen quite some big symbols on the depth finder in deeper area. So now it will change to crankbait and present it a little bit deeper to see if there's any reaction. We will see. Therefore I use the loudmouth deep diving crankbait, and this will go down to like 4.5 meters deep. And that's where I was seeing a lot of fish, so let's try that. Gesagt, getan. Yes. Good fish. No. Oh, fuck. No, not again. Jesus. Was a good fish again. On the crankbait. I just switch. Take it a little bit deeper and boom, in front of the boat. Oh. Bitter für Henry, schade für uns Zuschauer. Während Quantum immerhin Fischkontakt hat, reist Westin den Zandern weiter hinterher. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Spot, wo wir den kleinen Zander hatten und den Hecht. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Ein Zander noch, Leute, einer. Ich habe jetzt den kleinen Bultis drauf gemacht, mit dem ja auch André den letzten Zander gefangen hat. Jetzt in einer eigentlich sehr dunklen, unauffälligen Farbe. Und jetzt heißt es, raus damit und dann langsam über den Boden zupfen. Ja, Waffen haben wir genug, aber die Zander sind heute wirklich nicht in guter Kampflaune. So, Freunde,
das war jetzt ein langer Ritt. Wir haben jetzt, ja, ich weiß nicht zum wievielten Mal gecancelt. Wir haben jetzt gesagt, die letzte Stunde ist jetzt wirklich, ist ja hochgepokert, jetzt irgendwie noch zu versuchen, irgendwie die Barsche zu bekommen, um die Full-Cut zu machen. Wir werden jetzt einfach die letzte Stunde schön auf Hecht angeln, in der Hoffnung, dass wir noch einen schönen Hecht fangen, einen schönen Abschlussfisch. Und ja, wir haben echt eine Menge Fehler gemacht, leider. Und es tut mir natürlich sehr leid für die Show. Aber wir haben uns echt ein bisschen verzockt. Naja, wir werden jetzt ein bisschen Hechtangeln machen, weil es riecht quasi nach Hecht. Es ist schönes Wetter zum Hechtangeln. Dann machen wir das Beste draus. Noch einen schönen Hechtfang. Yes! Oh, dikke baas. Oh, hij weg. Godver. Oh. Fisch, Fisch, okay. Ah, wirklich, das ist aber ein kleiner. Fisch, 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 komme. Na, reicht der kleine Kescher. Ha? Da reicht der kleine Kescher. Aber maßig könnte er sein. So, messen wir, ich mach mal weiter. Petri! Jo, danke. Zetti! Oh, der wurde auch schon mal attackiert vom großen Hecht. Hier, kickt euch mal das an. 45. 45 auf den Punkt. So, den lassen wir gleich zurück, den Kleinen. Upsa! Quick Release. Man. What's your first cast with this one? That was inspiration. Good job. 46. Small one, but we have been spending some time to get this bait. Jetzt also doch. Die Zander stecken noch einmal die Köpfchen raus, aber wirklich helfen wird das B1 nicht. Für Humminbird ist es nicht der erhoffte Ehrenhecht, aber nach viel Elend vielleicht doch ein etwas versöhnlicherer Abschluss. Yeah, we are on like a lost plateau. It's really in the middle of nowhere. There are some big rocks around, coming up at around 5 meters. And we were hoping for one big pike hanging around. But after some cast and no bite, I decided to use a coffee bleak shad. Motor oil is always like a classic, but it works in many places. So when when you don't have many idea, like I didn't have many idea right now, just use your classic, might work. Yeah. Hij is op de spotlock al. Oh, nice. Onthaakt meteen. Nice pike. Ooh, he's angry. Yeah. Okay, here it is. It's 73. Oh. 73, so a little upgrade. Good job. On the crankbait, we just switched to crankbaits, and since then we got a lot of action. And nice pike. Yes. So let's put it back. Deckel drauf. Quantum setzt den Schlusspunkt und belohnt sich nach einer durchweg überzeugenden Leistung mit dem Gruppensieg. Bevor wir zur Ergebnisverkündung kommen, hören wir noch mal rein, welche Bilanz die einzelnen Teams nach 2 kräftezehrenden Angeltagen für sich ziehen. Okay, that was it for the second day. We worked very hard for it. Had some really good center fishing, but struggled a little bit with the pike. We enjoyed it a lot. Yeah. And we hope to see you in the semi-finals, but we still don't know.
I think we missed a fat fish for that. Yeah. But we will see. Maybe also all the teams can have the same struggle as we had. So for sure. Wish us the best. Bye bye. Bye. Thanks for watching. It's over. I'm a little bit happy now that it's over, but I'm not happy with the result. Auf jeden Fall Glückwunsch an die, die weitergekommen sind. Wir verabschieden uns und I think we need a big beer. Yeah. We're gonna celebrate, whatever it is, but we're gonna celebrate. Alles klar. Wir verabschieden uns. Das war die Vorrunde YPC Boot 2023 an Bord der Little Hornet. Von der Planung her war ist alles gut gelaufen. Auch die Vorbereitung war super. Ja. Und ja, nicht jeder Tag ist ein Fangtag. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Die größten Chancen haben wir definitiv nicht. Aber wir hatten auf jeden Fall Spaß gehabt, wa? Genau. Tschüss Leute, ja. Bis zum nächsten Mal. YPC Boot 2023. Ja, wir waren dabei. So sieht's aus. Ja. 8 Stunden ohne Fisch für mich ist der Knaller, ey. Es geht auch in die Geschichte ein vom HD. Ein windiger Tag geht zu Ende. Ja. 2 ziemlich bedröppelte Gesichter, weil ich verstehe die Welt nicht mehr. Mein liebes HD hat mich völlig im Stich gelassen oder uns im Stich gelassen. Ja. Ich würde ganz einfach sagen, wir räumen ein bisschen auf, fahren dann zur Trailerstelle. Und dann gibt es die Verkündung, wer es geschafft hat. Ich habe ganz stark meine Zweifel, ob das reicht. Wir haben zwar eine super Performance am ersten Tag gemacht, aber wir haben heute... Zander sind zu klein, schätze ich. Zander sind zu klein, gut. Aber naja, trotzdem müssen die anderen ja auch erstmal Fische fangen. Na klar, wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt mir gesund. Guckt vielleicht mal in meinem Kanal vorbei. Beim Dietmar Isaias. Und von meiner Seite auch. Alles Gute für euch. Haut rein. Fangt was. Tight lines. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. So the end of day 2 in Group B. 2 very different zones. I think in Zone West you were all doing pretty well. Today it was very tough on this water. Yeah, the only team who did it the other way around was Team Armenbert. You had a good day. If you compare it to the first day in Zone West, it was a disaster. In Zone East you were pretty good. But after all, it's the 4th place. So then we go to the winner of this group. Yeah, I had a dream start in the Zone West, and today they needed the pike and the zander, and they did well. Congratulations, Team Quantum. So that brings us to Team Westin and Team B1 Boat Center, who fought against each other already last year. I think B1 finished 2nd and made it to the next round. Westin did not make it to the next round, and this year it's the other way around. Westin, you're in the semifinals. Das war's mit der Vorrunde für Gruppe B. Echte Spannung ist am Ende nicht mehr aufgekommen. Trotzdem haben wir gute Fische gesehen und einige interessante Infos und Ratschläge mitgenommen. Von Humminbird und B1 müssen wir uns also verabschieden. Quantum und Westin ziehen hingegen in die Zwischenrunde ein. Hendry und Gerald sind nach dieser Leistung bei harten Bedingungen von geheim zum nicht mehr ganz so geheimen Favoriten avanciert. Und man kann sich vorstellen, dass Didi seinen historischen Schneidertag nicht lange auf sich sitzen lassen wird. Damit sind nur noch 4 weitere Plätze fürs Halbfinale zu vergeben. Die Entscheidung in Gruppe C fällt kommende Woche. Schaltet also am Sonntag um 18 Uhr wieder ein und bis dahin kommentiert fleißig, lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal. Danke für euren Support. Viel Erfolg am Wasser. Ciao.